Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute geht es um ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Werkzeug im Modellbau, nämlich der Pinzette. Also, bis gleich! Jetzt fragst du dich sicher, ob dem Typ da am Bildschirm nichts Neues mehr einfällt, aber bevor du jetzt gleich wieder wegklickst, frag dich doch einmal, wie oft du beim Zusammenbau deiner Modelle eine Pinzette in die Hand nimmst. Eben, aus diesem Grund möchte ich dieses kleine, aber sehr wichtige Werkzeug mal genauer beleuchten und dir zeigen, welche Pinzetten du überhaupt im Modellbau brauchst. Aber zuerst einmal, was ist eine Pinzette überhaupt? Wie der Name schon verrät, leitet sich der Begriff von den Worten Pins für Zange und Pinzer für Zwicken oder Kneifen ab. Das Werkzeug besteht meist aus zwei Metallstücken, die am Ende aneinandergefügt sind und sich durch den Druck auf diese an der Spitze schließen. Es gibt aber auch verdrehte Pinzetten, die genau das Gegenteil machen, aber dazu gleich mehr. Ganz früher bestanden Pinzetten aus Holz, Horn oder Knochen. Die ersten Metallpinzetten, die entstanden in der Bronzezeit. Das kleine Helferlein, das gibt es in verschiedenen Formen, wobei ich da jetzt aber wirklich nur die für uns Modellbauer wichtigen zeigen möchte. Wer noch tiefer in diese ganze Materie eintauchen möchte, der findet im Netz auf medizintechnischen Seiten da ganze Abhandlungen drüber. Tja, und beginnen, da möchte ich da jetzt einmal mit der Spitzpinzette, quasi dem Klassiker. Diese hat, wie der Name schon verrät, spitze Enden und eignet sich ganz gut, um kleine Teile festzuhalten oder sie dorthin zu befördern, wo sie hin müssen, beziehungsweise weil da unsere Brautschen ein bisschen zu groß dafür sind. So eine Pinzette, die gehört wirklich in jede Modellbauwerkstatt. Es gibt sie, so wie da, aber auch mit längeren oder kürzeren oder wie hier mit gebogenen Spitzen. Als nächstes habe ich da eine Pinzette mit einer etwas flacheren Spitze. Wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst, dann hast du die sicher auch schon im Einsatz gesehen. Denn die eignet sich wunderbar, um Deckholz damit zu bearbeiten. Dadurch, dass wir hier keine eigentliche Spitze haben, ist die Gefahr, das Deckel zu beschädigen, viel geringer als jetzt bei so einer Spitzpinzette. Auch hier gibt es aber auch wieder verschiedene Ausführungen. Ja, und als letzter kommen wir noch zu den verdrehten Pinzetten, die ich am Anfang ja schon erwähnt habe. Der korrekte Name wäre da übrigens Kreuz- oder Festhaltepinzette. Und da steckt auch schon die Funktion im Namen. Durch das, dass sich die Pinzetten beim Zusammendrücken nicht schließen, sondern öffnen und umgekehrt, kann man damit ganz gut kleine Teile festhalten, um sie zum Beispiel zu lackieren. Ich muss gestehen, bei mir kommt diese Pinzette, oder ich habe da noch eine zweite, die kommen bei mir nicht so oft zum Einsatz, aber wenn man sie mal braucht, dann sind die Gold wert. Ja? Und ihr seht es ja schon, die gibt es da auch wieder in verschiedenen Formen. Tja, und wie du siehst, ist eine Pinzette nicht gleich eine Pinzette. Je nach Arbeitssituation empfiehlt es sich, diverse Arten davon sein eigen zu nennen. Wer jetzt wissen möchte, welches Werkzeug man sich zu Beginn anschaffen sollte, der kann ja da gerne mal draufklicken. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.